Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch einen super saftigen Walnusskuchen mit Äpfeln. Ich finde, es ist genau das Richtige für die Herbst- und Winterzeit. Den kann man wunderbar auch in der Adventszeit servieren. Ja, und wir steigen gleich ein mit der Zubereitung unseres ganz einfachen Teiges. Als erstes rühren wir uns den Zucker und die Butter und die Eier schaumig. Ein bisschen Salz kann man auch noch dazugeben. Prise Salz. Und den Ofen habe ich schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Ihr könnt aber auch auf 150 Grad Umluft backen. Das Ganze jetzt einfach schaumig rühren. Die Butter sollte weich sein. Alle Zutaten sollten eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank geholt werden, damit das Ganze optimal backt und optimal sich verbindet. Sobald die Masse verrührt ist, können wir uns dann auch schon unsere grob gehackten Nüsse hinzugeben. Grob oder feiner gehackt, das könnt ihr ganz nach eurem Belieben entscheiden. Ich habe sie jetzt so mittelfein einfach in den Thermomix geworfen. 2 Teelöffel Zimt hinzu für den schönen adventlichen, novemberlichen Geschmack. Und natürlich die Äpfel, die kommen jetzt auch dazu. Einfach grob geraspelt. So, die gerade auf niedriger Geschwindigkeit verrühren. Ein bisschen runterkratzen. Und wenn die Masse jetzt so ein bisschen durch die verschiedenen Temperaturen ausflockt, ist das nicht schlimm. Jetzt kommt ja das Mehl dazu, dann ist das gleich wieder behoben. Gerade ein Päckchen Backpulver hier in das Mehl geben und damit schön verrühren. Und jetzt können wir das auch schon hier dazugeben. Entweder sieben oder einfach gerade so dazu. Das ist nicht dramatisch, denn unser Mehl ist ja kaum klumpig mehr. Früher war das was anderes. Und jetzt heben wir das einfach nur gerade auf niedriger Geschwindigkeit unter oder auch mit dem Spatel am Schluss. Ich gehe mal gleich auf den Spatel, damit da nichts zu doll überrührt wird. Das sollte jetzt nicht mehr sein. Rührgerät beiseite und das Ganze jetzt einfach mit dem Spatel noch unterheben. Und dann ist unser Teig auch schon fertig. Schauen, dass wirklich alles Mehl hineingerührt ist. Und wenn das der Fall ist, dann nicht mehr weiter rühren. So bleibt der Teig schön fluffig und kann auch schon in die Form gegeben werden. Also ein wirklich super, super schnelles Rezept, wenn man mal vom Reiben der Äpfel absieht. Ihr könnt aber die Äpfel auch genauso wie die Nüsse kurz in den Mixer schmeißen. Dann sind sie nicht ganz so schön. Ich finde es immer schöner, wenn sie gerieben sind, aber das spart etwas Zeit. Gut, wir geben uns das Ganze in die Form. Ich habe jetzt hier eine Gugelhupfform, 23 cm Durchmesser. Schön ausgebuttert und ausgemehlt. Ganz, ganz wichtig, dass der Gugelhupf euch nicht hängen bleibt. Und jetzt geben wir das möglichst kleckerfrei hier rein. Denn wenn man kleckert, bleibt immer gerne der Gugelhupf dann kleben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man versucht, nicht zu kleckern. Bei mir ist es immer schwierig jetzt mit der Hand. Ich bin überhaupt nicht so geschickt mit dieser kaputten rechten Hand wie sonst. Ja, alles fällt mir doppelt und dreifach schwer. Aber ja, eines Tages wird das sich wieder hoffentlich ändern und ich werde meine ursprüngliche Kraft in die Hand wieder bekommen. Das Ganze natürlich noch glatt streichen. Wunderschön. Und so darf nun der Kuchen bei 180 Grad Ober-Unterhitze im vorgeheizten Backofen in der Mitte des Ofens 60 bis 80 Minuten maximal backen und dann sehen wir uns wieder. So sieht unser wunderbarer Walnusskuchen mit Äpfeln jetzt aus nach der Backzeit. Ich habe ihn ungefähr 60 Minuten backen lassen und da war bei mir fertig. Stäbchenprobe ist gut rausgekommen. Ich lasse ihn jetzt in der Form eine halbe bis eine Stunde abkühlen und dann kann man ihn nach dem Auskühlen entweder mit Puderzucker bestäuben oder ihn noch mit einer Glasur überziehen. So, und wenn der Kuchen abgekühlt ist, dann kann man ihn auch ganz, ganz einfach stürzen. Vorsichtig auf das Blech, auf das Gitter setzen und da kommt er mir auch schon entgegen. Ist das nicht ein perfekter Gugelhupf?
Wahnsinnig schön. So könnt ihr ihn jetzt ganz einfach und schnell mit Puderzucker überstäubt servieren. Oder aber ihr gebt wie ich noch eine leckere Haselnussglasur darüber. Das ist natürlich vollkommen optional, aber das werde ich auf jeden Fall jetzt noch machen, denn ich liebe Glasur und besonders Haselnussglasur. Also die kommt bei mir auf jeden Fall noch darauf. Vorsichtig drüber geben. Und zwar ist das jetzt so eine Glasur mit Waffelstückchen drin. Das habe ich erst zu spät gesehen. Ich wollte eigentlich nur Haselnuss. Deswegen sieht das so ein bisschen nach stückig aus. Aber das soll so sein. Das ist dann noch knuspriger. Passt ja eigentlich auch schön zu diesem Hupf. Ich nehme immer sehr viel, damit das wirklich schön aussieht. Damit der ganze Hupf bedeckt ist. Und verwende dann die restliche Glasur einfach für was anderes. Deswegen nehme ich immer 2 Beutel Glasur. Dann passt es auf jeden Fall. Ihr könnt es auch auf den Teller abfließen lassen. Innen noch ein bisschen glasieren mit dem Rest. Und dann ist unser Gugelhupf fertig und kann vernascht werden. Ein bisschen anziehen muss das Ganze natürlich noch. Wunderschön. Mit den Waffelstückchen innen drin reicht das schon an Deko, finde ich fast. Ansonsten kann man noch ein paar Nüsse aufsetzen oder Früchte oder was auch immer ihr wollt. Walnüsse würden sich natürlich anbieten. Ja, und dann lassen wir ihn gerade abtrocknen, dann können wir ihn probieren. So, dann wollen wir unseren Gugel mal anschneiden. Er sieht ja wirklich fantastisch aus und ist bestimmt sehr, sehr crunchy. Bin sehr gespannt. Ich habe mir das Messer so ein bisschen heiß gemacht. Geht durch wie Butter. Da ist unser Walnuss-Apfel-Gugelhupf. Sehr, sehr hübsch und bestimmt sehr lecker. Ich probiere jetzt gleich für euch. Ich bin schon gespannt, wie dieser leckere Walnuss-Apfel-Gugelhupf schmeckt. Sehr gespannt, auch mit dem Knusper außenrum. Ich könnte mir auch noch ein bisschen Schokolade im Teig vorstellen. Ich finde, der ist so ein bisschen hell so. Vielleicht einfach so ein bisschen Kakaopulver noch dazu, ein Stückchen Milch und dann hat man einen dunklen Kuchen. Ist auch nicht schlecht. Aber ja, wir probieren mal. Crunchy. Jetzt nehmen wir mal was von innen, ohne Glasur. Schmeckt sehr stark nach Äpfeln und nach Walnüssen. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Schmeckt sehr zart und deswegen passt auch die Glasur nicht zu 100% dazu. Beim nächsten Mal würde ich einfach nur Puderzucker nehmen. Das Ganze ist dann auch schneller und dann wäre das schon perfekt. Probiert es mal aus und schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Was habt ihr gemacht? Welche Glasur? Nur Puderzucker oder vielleicht ein Klacks Sahne dazu? Bin gespannt. Das war der wunderschöne, schnelle Walnuss-Apfel-Zimt und jetzt schließlich Haselnuss-Crunch-Cake. Ein wirklich toller Gugelhupf, schnell gemacht und super, super lecker. Probiert ihn unbedingt einmal aus. Schickt mir gerne eure Fotos, wenn ihr etwas von mir nachgebacken habt. Abonniert den Kanal. Hier unten einfach abonnieren drücken und die kleine Glocke aktivieren, dann bekommt ihr alle Benachrichtigungen, wenn ich zwischendurch mal ein Video hochlade. Und gerne auch unseren zweiten Kanal abonnieren, Sugar Princess Reisen und Vlogs. Den Link dazu schreibe ich euch hier unten in die Infobox. Da müsst ihr einfach unten unter dem Video aufmachen. Dann öffnet sich so eine kleine Textbox, da steht auch dann das Rezept drin, der Link zum Blog, wo ihr das Rezept auch ausdrucken könnt und eben alle anderen wichtigen Infos zum Rezept. Ja, jetzt wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken und bis nächste Woche. Tschüss!